Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Duberschütz und heute zeige ich dir, wie man eine Pop-up-Panel-Karte bastelt. Es ist ja bereits März und ehe man sich versieht, steht Ostern schon vor der Tür. Deshalb lautet das Motto bei Angelas und meiner Demo-Doppelreihe diesen Monat auch Alle Wetter, alles Hase. Wir nutzen die Produktreihe Alle Wetter und das Produktpaket Osterhase von Stampin' Up, um dir einige frühlingshafte und österliche Ideen zu zeigen. Ich erkläre dir heute, wie du ganz einfach und schnell eine beeindruckende Pop-up-Panel-Karte machst. Ich finde die total klasse und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal mit an. Es gibt mehrere Varianten. Hier habe ich sie in Hochkant und das ist auch das, was ich heute zeigen werde. Man kann sie auch so im Querformat machen. Da bin ich aber mit meinen eigenen Maßen noch nicht so zufrieden, weil ich hier unten was abschneiden musste, weil natürlich dieses Stück kürzer ist als das. Aber ich habe den Bauernhof schon dafür verwendet. Oder auch hier das Wüstenset, das finde ich auch total toll. Da habe ich zum Beispiel hier keinen Farbkarton genommen, sondern auf Designerpapier auf hellem gestempelt. Und man sieht, man kann die auch recht flach hinkriegen. Diese hier steht noch ziemlich hoch. Ich habe die einfach einen Tag beschwert mit einem dicken Buch. Dann waren die auch schön flach und ließ sich gut verschicken. Genau. Oder, die Idee ist mir heute gekommen, man kann die auch mit so transparent Papier, das ist kein Papier, mir fällt gerade der Name nicht ein, was man auch für Schüttelkarten nimmt, nutzen. Wenn das Interesse ist, schreibt mir einfach in die Kommentare, dann zeige ich das auch gerne mal, wie man das so macht. Ich finde das eine schöne Idee, wenn die so quasi lustig durch die Gegend wackeln. Hier habe ich auch zum Beispiel wieder das durchgehende Designerpapier verwendet. Oben ist halt Himmel und unten sind nur Blumen. Das ist wieder so ein Papier, wo ich mir denke, was machst du damit? Aber hierfür ist das wieder total gut geeignet. So. Genau, und dies finde ich total beeindruckend, einfach die Karte. Okay, jetzt fangen wir aber wirklich an. So, ich lege mal alles beiseite, was man nicht so braucht. Du brauchst dafür ein Stück Farbkarton in 10,5 x 29 cm und an der langen Seite einmal bei 14,5 gefalzt. So, das ist die Grundkarte. Dann als Auflagen für außen eine und für innen zwei in jeweils 10 x 14 cm. Und die kleben wir auch als erstes direkt gleich auf, weil der Mechanismus da drauf kommt. Also 3 Stück Designerpapier 10 x 14 cm. Dann einmal für den Mechanismus ein Stück in 6 x 24 cm. Und das wird gefalzt bei 6, bei 12 und bei 18 cm. Und daraus falten wir ein W. Also einmal nach innen, einmal nach hinten und noch einmal nach innen gefalzt, so dass hier so ein W entsteht. Das legen wir einmal beiseite. Und dann habe ich noch ein Stück Farbkarton in den Maßen 10 x 22 cm. Das habe ich mittig einmal bei 3 cm gefalzt. Und da machen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen Platz hier. Da lege ich die lange Seite noch mal an. Einmal bei 8 cm und setze mir hier oben und unten eine Markierung. Und noch einmal bei 14 cm. So, dann sieht man die Markierung. Die lege ich jetzt über Kreuz an. Also einmal hier oben und unten. Guckt, dass die wirklich gut auf dieser Rille hier liegen. Und falz das einmal. Und die anderen beiden verbinde ich natürlich auch mit so einer Falzlinie. So, jetzt kann man noch mal gucken, dass die hier wirklich gut drin liegen. So, dadurch hat das Papier 3 Falzlinien, eine längs und 2 diagonale. Das mache ich jetzt einmal
dass ich sozusagen einen Berg falte. Ordentlich nachfalten. Dann lege ich es wieder flach vor mir hin und klappe die beiden diagonalen Falzlinien einmal um und falte sie auch kräftig nach. So. Und dann kann man das Papier einfach nehmen, die Ecken nach unten drücken und dadurch faltet sich das Papier so zusammen. Ich zeige das nochmal. Drehe das mal so. Wenn es nicht passt, kann es sein, dass du einfach eine Falzlinie in die falsche Richtung gemacht hast, dann einmal schnell in die Gegenrichtung gefalzt. Einfach hier die Ecken zusammendrücken und das schiebt sich so von alleine zusammen, dass man, für mich sieht es immer wie so ein kleiner Papierflieger aus. Da gehe ich jetzt auch noch mal drüber, damit die Linien wirklich schön flach hier die Falzkanten sind. Und das ist auch schon der innere Mechanismus. Das ist der äußere Mechanismus sozusagen. Das, was man hinterher sieht, den beklebe ich jetzt. Ich habe dafür verwendet meine geliebten Hasen. Und zwar in Flamingo, in Babyblau, in Farngrün und die Möhrchen habe ich noch in Mango gestempelt. Das sind auch Flamingo, Farngrün, das kommt ja alles drin vor. Deshalb habe ich das gemacht. Und du siehst, ja, jetzt will er wieder nicht fokussieren, aber man sieht es, sie haben alle eine Möhre abbekommen. Ich soll ja auch was zu klammern haben. Der hier hat auch eine Möhre. Die hat er aber hinter seinen Fingern versteckt. Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe mir ein Reststück genommen, Papier, habe da so einen halben Hasen hier drauf gestempelt. Sieht man ja, der passt hier so drauf. Und habe nur den Teil mit den Pfoten ausgeschnitten. Man kann auch Masking Tape nehmen oder das Maskierpapier von Stampin' Up. Ich war zu faul, um es rauszuholen, aber ganz ehrlich, ich würde es empfehlen, dann wackelt es nicht so. Dann habe ich hier die Pfoten draufgelegt. Kann man sehr gut sehen, weil die eine andere Farbe haben. Und habe dann erst gestempelt. Dadurch ist der Teil oberhalb der Pfoten, der Teil von der Möhre, nicht darunter gekommen und es sieht aus, als ob er die Möhre wirklich in den Pfoten hält. Ich finde den total niedlich, ganz ehrlich. Oh, ich hoffe, ihr findet den auch so niedlich wie ich. So. Dann habe ich mir auch schon überlegt, wie ich sie anordnen möchte. Und klebe die jetzt schon mal drauf, damit ich das gleich nicht, wenn es schon klebt, machen muss. Das ist dann ein bisschen umständlicher. So. Achso, das sind 4 Stück weißer Farbkarton in 5,5 mal 5,5. Dadurch habe ich hier rundherum wieder einen Rand von 2,5 mm. Das, was ich eigentlich immer verwende. Und wie gesagt, an der anderen Karte, ich zeige das gleich nochmal. Man kann auch, wenn man hellen Designerpapier hat, kann man da auch ganz toll drauf stempeln. Hier sieht man auch, habe ich auch das durchgehende Papier wieder genommen. Ich finde, das ist einfach so ein schöner durchgängiger Farbfluss. Einfach schön. So. Ostergrüße noch. Hoppelige Grüße. Ja, das ist cool. So, muss auch mal ein bisschen Farbe haben. Bei uns hat es heute mal wieder geschneit. Ich finde das nicht so richtig cool im März, aber ist halt so. So, jetzt sieht man, das habe ich schon aufgeklebt. Dann bekleben wir mal die Karte. Ich fange mit dem vorderen Teil an. Da würde ich jetzt das draufkleben. Um das aber alles so anzuordnen, lege ich es erstmal mir daneben und klebe erstmal das, was ich haben wollte, drauf. So, hier sieht man, dass man, auch wenn man sich verstempelt, so ein Stück Papier nicht wegwerfen muss, sondern einfach nochmal nutzen kann. Ich hatte mir erst überlegt, grün auf grün. Mit ihm hier. Weil da fehlt so ein Stück Schwanz, der muss an den Rand geklebt werden.
Deshalb, man kann auch diese Randstücke, wo ein Stück vom Motiv fehlt, immer noch super nutzen. Aber gefiel mir nicht, war mir zu blass. Dachte ich mir, kein Thema. Stempelst du in schwarz. Schwarz sah mir mit diesem Regenpapier einfach zu traurig aus. Okay, daraufhin habe ich mich für den Osterhasen entschieden. Stehe ich ja eh so drauf. Den habe ich auch auf Designerpapier gestempelt. Dachte mir aber, so sieht blöd aus. Also da nochmal hingestempelt und dann gefällt es mir auch. So, das kleben wir jetzt auch. Was ich damit sagen will, man muss ein Stück Papier, wenn man sich verstempelt, nicht wegwerfen. Man kann es einfach drehen und noch in ein paar andere Richtungen bestempeln und bekleben. Das ist überhaupt kein Thema. So, das klebe ich hier einmal auf. So, mit doppelseitigem Klebeband. Und zwar, ich möchte das nicht ganz oben haben, aber auch nicht zu tief. So, also so ein bisschen unterhalb der Mitte. Das Stück ist 10, wie das hier, mal 3 cm in der Höhe. Und der Hase kommt mit Abstandsklebern drauf. Ich nutze ja hier mal echt gern diese Randstücke. Muss man nicht wegtun, die kann man super verwenden. Und ich müsste natürlich gucken, dass mein Gruß überklebt ist, damit man den nicht sieht. So. Damit bin ich zufrieden. Dann kommt das hier vorne drauf. Dafür habe ich auf der Rückseite auch 3 doppelseitige Streifen Klebeband drauf gemacht. Und ich merke gerade, dass ich Käse gebaut habe. Aber das korrigieren wir gleich. Ich wollte nämlich gar nicht den verregneten Hasen vorne haben. Das ist jetzt blöd von mir, aber egal. Eigentlich sollte der Milch hier drauf. Aber das macht nichts. Da haben wir noch was von dem Regenpapier. So, das ist 10 breit. Soll 14 lang sein. Ich wollte nämlich das innen drin haben. Ja, das kommt davon, wenn man sich das alles ganz schlau überlegt und dann falsch auf den Tisch legt, aber das macht nichts. So, immerhin, die Regentropfen gucken in die richtige, fallen in die richtige Richtung. Hier auch. Na, das klebe ich dann nämlich oben ein. Und unten ist es dann fröhlich bunt. Da hat der Regen sozusagen aufgehört. So, gucken, dass der Rand überall gleichmäßig der Abstand ist. Dann brauche ich auch schon dieses Element. Ich nehme dafür Flüssigkleber, damit ich es noch ein bisschen schieben kann, und mache oben auf das Dreieck meinen Flüssigkleber. Gucken, dass ich nicht ganz bis an die Ränder komme, sonst drückt das raus, so wie hier. Abstreichen schon mal. Und dann, das klebt alles, setze ich das hier mittig drauf. Und zwar unterhalb der Falzkante. Gucke ich, dass links und rechts mein Abstand gut ist. Kann es noch ein bisschen gerade rücken. Dadurch, dass ich Flüssigkleber verwendet habe, ist das ganz praktisch. Drücke das hier ordentlich fest und setze jetzt, ich zeige das einmal. So, man sieht, das ist unterhalb der Falzkante. Ich mache jetzt auf das obere Dreieck auch noch mal Flüssigkleber drauf und klappe das einfach zu
und drücke es hier jetzt ganz, ganz fest, dass auch hier gut hält. Klappe die Karte einmal auf, lege alles einmal flach hin. Durch den Flüssigkleber geht das ganz gut. Und habe den inneren Mechanismus schon mal fertig. So. Sie vielleicht gewundert, das ist 22, das ist 24 cm lang. Hätte ich das auch nur in 22 gemacht, dann würde die Karte aufklappen, würde es ganz flach liegen. Das will ich aber nicht. Ich möchte, dass es ja auf jeden Fall mit so ein bisschen Abstand oben bleibt. Deshalb ist das obere Stück 2 cm länger. Ich setze jetzt auf dieses Stück hier oben und auf die Ecke hier unten Flüssigkleber, und zwar nacheinander, und klebe das da fest. Also hier einmal, kann man auch doppelseitiges Klebeband nehmen, wie man möchte, und setze das Kante auf Kante wirklich. So, durch den Flüssigkleber kann ich das auch ganz gut. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich meinen Kopf nicht ganz drüber halten kann. So, einmal die erste Kante. Und dann, man sieht, es ist länger. Deshalb klebe ich jetzt erst auf die zweite Seite den Flüssigkleber, damit mir das nicht vorher festklebt. Klappt das hier so ein bisschen ein und setzt das hier wieder Kante auf Kante und drückt das ganz ordentlich fest. So. Und einmal ordentlich festdrücken und schon ist der Klappmechanismus da. Wenn einen das hier stört, nimmt man einfach eine Schere. Kann man auch vorher abschneiden. Ich schneide es halt immer jetzt erst ab, damit ich sehe, wie weit ich schneiden kann. Und schneide das hier unten drunter einfach so ein Dreieck raus. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Aber haben wir extra hier noch unsere kleinen Regenelemente. Aus dem Designerpapier habe ich das ausgeschnitten. Habe da immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, weil da so viel Designerpapier bei drauf geht. Aber da ich das Stempelset nicht habe, habe ich halt auf das Designerpapier zurückgegriffen. So, und wie gesagt, das war so ein Randelement. Deshalb klebe ich hier den Schwanz auch exakt auf die Kante. Dann sieht das so aus, als ob der da auch aufhört. So, er läuft hier oben noch glücklich durch den Ring. Und der kleine Hund. Der tanzt unten schon durchs trockene Wetter. Ja. Du siehst, das ist ganz einfach. Muss ein bisschen gucken, dass es sauber zugeht. Ja gut, jetzt sieht es draußen ein bisschen verregnet aus. Ein bisschen trübe für eine Karte. Ich denke, da werde ich dann noch so ein paar Blumen drauf machen. Hier sind ja auch Blumen dabei und so wie hier, da habe ich die Ostereier. Die mache ich noch später drauf, die habe ich jetzt nicht, damit das so ein bisschen fröhlicher aussieht. Ja, das war schon meine Pop-Up-Panel-Karte. So, in mehreren Varianten. Hier habe ich die Osterhasen koloriert. Das zeige ich dir hier. Das habe ich in meinem letzten Video nämlich schon mal gezeigt, was ich da gemacht habe beim Kolorieren. Hier habe ich mit durchsichtiger Folie gearbeitet. Und hier habe ich einfach ganz schnell gestempelt und noch ein bisschen was dazu geklebt. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich würde sagen, nächstes Mal mache ich noch ein kleines Osterkörbchen. Das große hatte ich ja schon. Aber falls man nur eine Kleinigkeit verschenken will, einen kleinen Osterhasen, einen kleinen Schokohasen, kleine Handcreme oder irgendwie sowas, dafür reicht auch so ein kleines. Das zeige ich dir in einem kurzen, knackigen Video beim nächsten Mal. Ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar, dann weiß ich, dass es dir gefallen hat. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal und sieh dir auf alle Fälle auch das Video von Angela an. Die hat auch eine ganz tolle Idee zu alle Wetter, alles Hase. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Deine Annalena.